Ihr habt es euch gewünscht und zwar vielfach, so dass ich, klar, eurem Wunsch sehr gerne nachkomme und euch zeige, wie ihr einen Christstollen im Brotbackautomat ganz einfach zubereitet. Hallo, ich bin die Mirjam und der Christstollen ist das Weihnachtsgebäck schlechthin unter den Leckereien in der Weihnachtszeit. Der Stollen ist ein süßer, brotförmiger Kuchen aus einem schweren Hefeteig und wenn man ihn in der Adventszeit und Weihnachtszeit backt, dann nennt man ihn eben Christstollen. Es ist das ideale Rezept für alle, die sich auch zum ersten Mal an so ein Stollenrezept rantrauen wollen. Und im Brotbackautomaten, wie immer, geht es ganz easy. Ich wollte jetzt aber auch nicht so ein Express-Backpulverrezept, sondern schon bei einem schweren Hefeteig bleiben. Von dem her viel Spaß bei der Zubereitung vom Quarkstollen im Brotbackautomat. Los geht's! Das Rezept ergibt einen 750 Gramm Quarkstollen. Zuerst werden jetzt aber die Trockenfrüchte in Rum oder in einem Fruchtsaft eingeweicht, damit die aufquellen können und später dem Teig nicht die Flüssigkeit wegnehmen, sodass der Stollen einfach schön saftig bleibt. Und auch wenn das jetzt nichts mit Spontanbacken wird, dieser Schritt lohnt sich wirklich. Ich habe hier 120 Gramm Sultanin, 25 Gramm Orangat, 25 Gramm Zitronat und 50 Milliliter Fruchtsaft oder Rum. Fruchtsaft könntest du nehmen, Traubensaft, Apfelsaft, Orangensaft, je nachdem, was du eben magst. Das Ganze lässt du jetzt für mindestens 2, 3 Stunden stehen. Meistens setze ich das am Abend vorher an, so können die Früchte einfach über Nacht die Flüssigkeit einfach sehr gut aufsaugen. Ja, ich weiß. Der eine mag keine Rosinen, der nächste möchte kein Zitronat, der dritte will es nicht so süß und der vierte will das Mehl austauschen. Du kannst es wahrscheinlich nicht jedem recht machen. Zumindest nicht, wenn du ein herkömmliches Stollenrezept nimmst. Ich denke zwar, das ist wie wenn du ein Apfelkuchenrezept hast und jetzt Birnen statt Äpfel verwendest. Die Geschmäcker sind einfach verschieden und wichtig ist, dass es dir schmeckt. Als Alternative kannst du hier also entweder die Rosinen auch komplett weglassen oder aber du tauschst die Trockenfrüchte einfach aus durch getrocknete Datteln, Feigen oder klein gehackte getrocknete Aprikosen, auch sehr lecker. Da das Ganze ein schwerer Hefeteig ist, mache ich jetzt vorher noch einen kleinen Vorteig, der 2 Stunden reifen darf. Das mache ich, um die Hefen jetzt zu aktivieren, um sie später den schweren, fetthaltigen Zutaten im Hauptteig einfach zu rüsten. Ich habe gesagt, es wird jetzt nichts mit spontan backen, aber auch dieser Schritt, dieser kleine Vorteighebel für die Hefe, der lohnt sich auch wirklich. Dazu nimmst du 130 Gramm Weizenmehl der Type 550 sowie 5 Gramm, das ist ein halber Esslöffel Trockenhefe und 130 Gramm Magerquark. Backform in den Automaten stellen. Und den Vorteig lasse ich mir jetzt ganz einfach vom Brotbackautomaten zusammen verkneten. Geh dazu auf ein Programm Teig oder geh auf ein Brotprogramm Basic und brich's einfach nach 5 Minuten ab. Das ist so in 4, 5 Minuten passiert. Und diese Teigkugel, die lasse ich jetzt einfach 2 Stunden im Brotbackautomaten ruhen. Deckel schließen und Timer oder Wecker stellen, 2 Stunden. Da darf er jetzt einfach drin reifen. Und in der Zwischenzeit können wir uns gerade schon die anderen Zutaten schon mal zusammenmischen. Und zwar habe ich hier 100 Gramm weiche Butter. Da gebe ich dazu 30 Gramm Zucker, 20 Gramm flüssiger Honig, 4 Gramm Salz, das ist ein halber Teelöffel. Dann habe ich 30 Gramm gemahlene Mandeln. Und was wäre jetzt ein Stollen ohne seine weihnachtlichen warmen Gewürze? Hier habe ich ausnahmsweise auf eine fertige Gewürzmischung zurückgegriffen. Ich denke, ja, wie die meisten von euch auch, braucht man einfach nicht die Masse an Gewürzen, winterliche Gewürze im Privathaushalt und Gewürze verlieren nun mal schnell an Aromen. Deshalb habe ich hier, wie gesagt, ausnahmsweise mal darauf zurückgegriffen.
Und das Ganze verknete ich jetzt einfach zusammen. Diese buttrige Masse stelle ich einfach, bis der Vorteig fertig ist, in den Kühlschrank. So haben wir alle Vorbereitungen getroffen und können gleich, wenn der Vorteig fertig ist, nur noch backen. So, 2 Stunden sind rum, alle Vorbereitungen abgeschlossen, jetzt können wir ans Backen gehen. Bedeutet, du gibst jetzt einfach die Buttermischung, die wir schon vorbereitet haben, holst sie aus dem Kühlschrank und gibst die in die Backform. Die ist jetzt fest, das ist aber auch okay, das darf die, das soll die, das muss die. Und dann kommen noch 130 Gramm Wiederweizenmehl, Type 550 mit dazu. Die eingeweichten Trockenfrüchte, die kommen erst später zum Teig dazu. Den Zutatenspender kannst du jetzt hier nicht benutzen. Gib die eingeweichten Trockenfrüchte immer per Hand, manuell also dazu. Die verkleben in diesem Zutatenspender und dementsprechend bleibt da immer ein Teil mit drin hängen, so dass es semi-optimal ist. Backform in den Automaten stellen. Deckel schließen. So, jetzt noch zur Programmauswahl. Hier wählst du dir einfach ein Programm Basic, Normal. Ich nehme in dem Fall Nummer 3, Normal mit Rosinen. Das erinnert mich einfach daran, gleich die Trockenfrüchte per Hand hier dazu zu geben. Und solltest du mit einem anderen Brotbackautomaten wie dieses Modell hier arbeiten, dann such dir einfach ein ganz normales Brotprogramm aus, Basic, Normal, was so 3,5 Stunden ungefähr Gesamtlaufzeit hat. Und Start. Das ist jetzt ein recht fester Teig, nicht erschrecken, das ist okay so, das gehört so. Und das packt der Automat schon. Jetzt warten wir einfach ab, bis er uns das Signal gibt, dass ich dann die Trockenfrüchte dazugeben kann. Ich schließe jetzt dann einfach den Zutatenspender und gebe die eingeweichten Trockenfrüchte einfach per Hand dazu. Deckel schließen und Programm einfach jetzt noch ablaufen lassen. Der Grund übrigens, warum diese Trockenfrüchte erst später zum Teig kommen, hängt einfach damit zusammen, dass ich zum einen möchte, dass sich erstmal ein Teiggerüst ohne die störenden Zutaten da entwickelt und damit die Rosinen eben nicht so zerknetet, zerdrückt, zerquetscht werden. Ich mache jetzt hier noch einen extra Schritt, der ist nicht notwendig. Du kannst das Programm natürlich ganz normal ablaufen lassen. Ich möchte heute aber einen ganz besonders schönen Christstollen haben, deshalb forme ich mir den noch ein bisschen zurecht. Bei der Gelegenheit entferne ich dann eben auch noch den Knethaken. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Nach dem letzten Knetgang, beziehungsweise so circa 3/4 Stunde, bevor der Teig anfängt zu backen, Teig aus der Form jetzt holen. Der ist sehr weich. Einfach rausholen. Bei der Gelegenheit kann ich natürlich den Knethaken entfernen. Den brauche ich nicht mehr. Und jetzt formst du dir einfach so einen Laib da draus, der einfach die Größe von deiner Backform hat. Und anschließend nimmst du ihn einfach und setzt den in die Backform hier rein. Backform wird in den Automaten stellen. Deckel schließen. Jetzt ist es soweit. Nur noch backen. Backform aus dem Automaten holen. Und jetzt nur noch auf ein Kuchengitter stürzen und auskühlen lassen. Jeppa. Und wenn der Quarkstollen ausgekühlt ist, dann bestaube ich ihn jetzt noch mit Puderzucker. Und das liebe ich an dem Rezept. Wir können ihn jetzt direkt anschneiden und müssen nicht noch lange warten und ihn noch lagern, sondern direkt essen. Ich liebe Weihnachten. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das ist ein sehr saftiger, frischer, leichter, voll leckerer Quarkstollen. Da bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Back's an. Bis dahin. Ciao, tschüss. Frohe Weihnachten.